Immer mehr Deutsche kaufen auf Zypern Immobilien. Warum ist denn das so? Ist das jetzt ein Trend oder tatsächlich ein sehr gutes Investment? Das klären wir in diesem Video. Ich bin Sven und begleite deutsche Investoren auf Zypern beim Kauf von Immobilien. Viele meiner Kunden kommen aus Deutschland und suchen eben nach Alternativen, weil Deutschland nicht mehr das Land der Immobilieninvestoren ist, wie es vielleicht vor 20 Jahren war. Die Renditen sind gesunken, die Zinsen sind gestiegen, die Regulatorien werden immer größer, Beispiel Heizungsgesetz, Habeck wird sich freuen, sodass die Menschen einfach nach einem sicheren Hafen oder einer sicheren Alternative suchen, um einfach ihr Geld zum einen zu parken und b natürlich vernünftig anzulegen mit einer hohen Rendite und einer guten Wertsteigerung. Da kommt Zypern ins Spiel. Wir haben hier einen Immobilienmarkt, der in den letzten Jahren gigantisch gestiegen ist. Das geht eigentlich seit 10 Jahren los, seitdem ich hier auf der Insel angekommen bin, dass eine langsame Steigerung vonstatten geht. Nach Corona ist der Markt nochmal mächtig angezogen, da natürlich viele Auswanderer nach Zypern kommen, die in Deutschland sich nicht mehr wohlfühlen. Die Möglichkeiten hier noch viel besser sind zu leben. Mediterranes Klima, gute Bildung für die Kinder, Sicherheit. Ja, man kann ja auch im Dunkeln auf die Straße gehen, ohne ein Messer bei sich tragen zu müssen. Das ist alles überhaupt kein Problem. In Deutschland eben schon. In Deutschland bekommt man vielleicht noch 2 bis 3% Rendite. Ja, hier in Zypern bekommt man 6 bis 8% Rendite bei einer jährlichen Wertsteigerung im gleichen Rahmen, auch so 5 bis 6%. Die haben wir auch in den letzten 5 Jahren durchgängig gehabt. 2024 zum Beispiel sogar bis zu 9% laut KPMG-Studie. Wie es 2025 ist, können wir noch nicht sagen. Die Zahlen kommen sicherlich in ein paar Monaten raus, haben wir noch nicht vorliegen. Somit wird Zypern einfach ein sehr spannender Markt für jeden Investor. Aufgrund der Gegebenheit in Deutschland schauen die Menschen natürlich, gibt es noch Märkte im Ausland, die halt spannend sein könnten? Und da kommt man natürlich unter anderem auf Zypern. Die erste Frage, die sich dann natürlich stellt, warum ist Zypern interessant? Ist Zypern einfach nur Sonne oder ist Zypern jetzt die Insel der Steuerflüchtlinge und Steuerverweigerer? Oder ist es einfach ein Ort, an dem man a. gut leben kann und b. auch sehr gut investieren kann? Als erstes ist Zypern erstmal EU-Mitglied. Das ist natürlich positiv und negativ zugleich. Viele meiner Kunden sagen, ich tätige mein erstes Investment im Ausland. Das möchte ich natürlich irgendwo in einem Rechtssystem haben, was ich kenne. Und da ist Zypern schon auf jeden Fall viel, viel näher dran als irgendwas dann, was ganz weit weg ist. Sei es Dubai oder noch weiter Bali, was auch ein Standort ist, wo viele Menschen investieren. Man zahlt hier im Euro, was ein großer Vorteil ist. Wenn ich natürlich meine Brötchen in Deutschland in Euro bezahlen muss, dann ist es auch sehr sinnvoll, wenn ich meine Mieteinnahmen in Euro generiere, um einfach da keine Währungsdifferenz zu haben. Es gibt sehr viele Zuzügler aus Europa. Das sind Menschen, die einfach in Deutschland, in Frankreich, in Österreich mit den Regierungen nicht mehr so richtig klarkommen, das System halt nicht mehr mögen, einfach denen die steuerliche Belastung auch zu hoch ist. Die finden natürlich in Zypern eine neue Heimat. Die kommen hierher, die treiben natürlich auch die Mietpreise nach oben, weshalb einfach auch die Renditen steigen. Was in Zypern auch sehr schön ist, ist einfach ein freier, nahezu unregulierter Markt. Du entscheidest, ob du deine Wohnung Kurzzeit vermieten oder Langzeit vermieten möchtest. Du entscheidest in der Langzeitvermietung, wie lange dein Mieter ein Mietrecht hat. Im Normalfall laufen die Mietverträge über 1 Jahr. Nach 1 Jahr wird halt neu verhandelt. Das heißt, der Mietpreis steigt im Normalfall innerhalb eines Jahres. Auch hier gibt es eine gewisse Grenze. Man darf, das ist ähnlich wie in Deutschland, maximal die Miete erhöhen um 20% in 3 Jahren. Das ist auch eine Größenordnung, die durchaus gängig ist. Das heißt, deine Mieteinnahmen steigen jedes Jahr leicht an. Als ich im Jahr 2016 nach Zypern gekommen bin, konnte man so ein altes, abgeranztes Two-Bedroom-Apartment für ca. 500 bis 600 Euro mieten. So ein altes, abgeranztes Apartment bekommt man jetzt vielleicht für 1000, 1200 Euro im Monat. Das ist aber eine Bauqualität, da ziehst du nicht ein. Wir in Deutschland kennen es ja schon, dass man zumindest eine trockene Wohnung hat, dass sie vernünftig beheizt ist. Und genau das ist in dieser alten Bausubstanz halt nicht gegeben. Man hat ja in Zypern im Normalfall in diesen alten Häusern keine Heizung. Und es schimmelt halt überall. Man macht halt einen Schrank auf, riecht da halt rein und ja, dann sagt man, hier möchte ich eigentlich nicht wohnen. Das war die Bauqualität halt, die man früher hatte. Und selbst die ist inzwischen sehr teuer aufgrund der hohen Nachfrage. Die Europäer, die hierher kommen, die Israelis, die hierher kommen, und auch die reichen Russen, die wollen natürlich eine Immobilie haben, die deren Standards entspricht. Und das heißt natürlich erstmal eine Heizung. Oftmals eine Fußbodenheizung, das heißt eine vernünftige Dämmung, sodass es halt im Sommer nicht zu heiß ist und auch im Winter nicht zu kalt. Wirst du sagen, Zypern kalt im Winter? Ja, auch hier ist es Winter.
Im Winter hat man hier so 12 bis 15 Grad. Das ist für euch in Deutschland sicherlich eine sehr angenehme Temperatur. Hier heißt das in der alten Bausubstanz 12 bis 15 Grad auch Indoor. Und das ist schon extrem kalt. Deshalb für diese Menschen, die hierher kommen, größtenteils eine neu gebaute Immobilie. Davon gibt es noch nicht viele. Wir haben hier einen gigantischen Bauboom. Aber ich würde schätzen, ohne Zahlen zu kennen, dass wir immer noch 90 bis 95% alte Bausubstanz haben und maximal 5 bis 10% neue Bausubstanz. Das heißt natürlich, hast du eine solche Immobilie, wirst du immer jemanden finden, der sie für jeden Mondpreis, den du aufrufst, mieten wird. Somit gibt es hier quasi keinen Leerstand bei neuen Immobilien. Gleiches gilt auch für die Kurzzeitvermietung. Du kannst hier in den Monaten März bis Oktober eigentlich alles vermieten. Je besser natürlich deine Wohnung ist, desto höher wird natürlich der Mietzins. Deine Mietrendite generierst du im Winter. Alles, was du zwischen Ende Oktober und Mitte März super vermietet bekommst, steigert deine Rendite erheblich. Da kannst du natürlich diese alten Wohnungen gar nicht vermieten. Aufgrund dieser relativ schlechten Bausubstanz und natürlich auch aufgrund der Innentemperatur, die man einfach in diesen Wohnungen hat. Kein Urlauber der Welt möchte bei 15 Grad auf der Couch sitzen. Deshalb empfehlen wir ganz klar für die Vermietung neue Immobilien aufgrund dieser Bausubstanz, die am besten mit einer Fußbodenheizung ausstatten. Nicht, weil man sie zwingend braucht. Wenn die Wohnung gut gedämmt ist, dann bekommt man auch im Winter vernünftige Temperaturen da rein, auch ohne Fußbodenheizung. Vorteil ist einfach in der Beschreibung bei Booking.com, bei Airbnb.com, du hast eine Fußbodenheizung und das ist einfach ein Kriterium, zum Beispiel für einen digitalen Nomaden, hier seinen Winter zu verbringen. Und das ist einfach ein riesengroßer Vorteil. Wenn du jemanden hast, der hier von Oktober bis März deine Wohnung mietet, dann ist die halt in diesem knappen halben Jahr vermietet. Und das steigert einfach deine Mieteinnahmen. In den alten Wohnungen hingegen wäre es so, selbst wenn du sie im Winter vermietet bekommst, dass die einfach nur durch die Klimaanlagen geheizt werden können. Wenn dein Kurzzeitmieter dann 7 bis 8 Stunden am Tag zu Hause ist, definitiv schläft er in der Wohnung, ja, wahrscheinlich ist er noch ein bisschen länger als 7 bis 8 Stunden in der Wohnung, dann hat er mindestens eine Klimaanlage laufen. Eine Klimaanlage kostet dich ca. 1000 Watt pro Stunde. Da kann man sagen, 30 Cent. Wenn der zwei davon laufen lässt, bist du bei 60 Cent pro Stunde. Dann kannst du halt ausrechnen, wie viel von deinem Mietertrag wenn du noch da bleibt, wenn du die Stromkosten gegenrechnest. Macht also keinen Sinn. Aus diesem Grund in jedem Fall neue Immobilien. Stellt sich nun natürlich die Frage, für wen sind denn diese Investitionen auf Zypern interessant? Auf jeden Fall für Gutverdiener, für Leute, die diversifizieren wollen, für Menschen, die in Deutschland schon Immobilien haben und einfach noch einen weiteren Markt sich eröffnen wollen. Und natürlich auch für Leute, die jetzt auswandern wollen oder perspektivisch. Viele meiner Kunden haben eigentlich mit Deutschland abgeschlossen, haben in Deutschland beispielsweise noch eine Firma oder Kinder, die jetzt die Schule in den nächsten 1-2 Jahren beenden wollen. Für die wird dieses Thema Auswandern in 1-2 Jahren interessant. Die sagen jetzt, ja, ich hätte ganz schon mal den Fuß drin im Markt. Ich kaufe schon mal ein Apartment oder vielleicht auch 2 Apartments, was man später beleihen oder wieder verkaufen kann, um dann das eigene Haus zu kaufen. Und dann ist man eben schon mal im Markt halt drin. Und genau das besprechen wir in den nächsten Folgen auf diesem Kanal. Es geht um das Thema Zypern. Wie kaufst du hier eine Immobilie? Wie läuft der ganze Prozess ab? Welche Möglichkeiten der Finanzierung gibt es? Kannst du in Deutschland einen Kredit aufnehmen, um dir eine Immobilie in Zypern zu kaufen? Welche Renditen gibt es? Auch welche Risiken gibt es? Und ich gebe dir einige Beispiele, konkrete Beispiele aus der Praxis. Wenn dich das Thema Zypern interessiert und du einfach für dich überlegen oder wissen möchtest, ist ein Investment für mich in Zypern oder für dich in Zypern interessant, dann kannst du gerne den Link klicken, der unten in der Beschreibung steht. Dort haben wir einen Renditerechner auf unserer Website. Wir stellen dort gegenüber das Investment in Deutschland dem Investment in Zypern. Und da kannst du mal schauen, wie groß der Unterschied tatsächlich nach 10 Jahren ist, wenn du halt eine Immobilie in Deutschland oder in Zypern hältst. Oder vielleicht bist du auch schon einen Schritt weiter und denkst tatsächlich drüber nach, in Zypern zu investieren oder vielleicht auch nach Zypern auszuwandern. Auch dafür gibt es einen Link unten in der Beschreibung und du kannst dir direkt einen kostenfreien Zoom bei mir buchen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns kennenlernen.